Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und wir schauen uns heute an die neuen Akkuschrauber von Festool. Und zwar die neuen 12 Volt Geräte, den TXS und den CXS 12, vor allem auch im Verhältnis zu den älteren Geräten und auch zu 18 Volt. Seid gespannt. Heute geht es also um die neuen 12 Volt Geräte von Festool, den TXS und den CXS 12. Und wir haben vor langer Zeit ja schon über diese Geräte gesprochen. Den alten TXS und den alten CXS. Ja, bei den Namen haben sich irgendwie nicht so viel einfallen lassen, weil sie heißen quasi genauso wie die hier, nur dass hier keine 12 am Ende ist. Und bei den Geräten war es so, dass wir immer schon lange darauf gewartet haben, es wäre doch cool, wenn Festool mal neue Geräte rausbringt und die auch etwas stärker sind. Und man muss ganz klar sagen, auf dem Papier ist es auf jeden Fall so, die beiden sind einige Newtonmeter stärker als die anderen. Und eine große Sache, die gleich auffällt an den beiden, ist folgendes: Wir haben einen neuen Akku. Und zwar haben wir beim alten einen Akku so hinten zum draufstecken. Ergo, wir haben auch keine Kompatibilität. Die alten Akkus sind nicht kompatibel mit den neuen Akkus, also auch die Geräte vor allem nicht. Hier haben wir so ein klassisches Stecksystem, ja, so wie man das so kennt. Kann das Ganze hier draufstecken und kann dann sein Gerät benutzen. Was ich als kleinen Funfact witzig finde, ist, dass ein 12 Volt Gerät, aber Festool schreibt auf den Akku wirklich noch drauf 10,8 Volt. Weil ganz ehrlich, alle 12 Volt Geräte haben ja eigentlich einen 10,8 Volt Akku, der einfach anders gemessen 12 Volt ergibt. Aber finde ich ganz lustig, dass sie es so noch draufschreiben. Eine richtig coole Sache, die aber bei den neuen Geräten so ist oder bei den neuen Akkus so ist. Bei dem alten haben wir das alte Ladegerät, ihr kennt das sicherlich noch, damit könnt ihr das Ganze laden. Bei dem neuen habt ihr eine Funktion, wo ich sage, oh, das ist aber witzig, die finde ich richtig gut. Und zwar, ihr könnt mit eurem 18 Volt Ladegerät, also mit dem hier zum Beispiel, könnt ihr euren 12 Volt Akku laden. Das heißt, schaut mal hier, der ist wirklich kompatibel, ich stecke ihn rein und jetzt würde er geladen werden, wenn hier ein Kabel dran stecken würde. Das ist eigentlich ganz clever. Normalerweise würden wir an dieser Stelle eigentlich den Preisvergleich machen. Was kostet ein Gerät eigentlich, was kosten die Geräte und so weiter und so fort. Das mache ich heute mal nicht, sondern ihr, wenn ihr den aktuellen Preis haben wollt, schaut hier unten in die Videobeschreibung, da findet ihr einen ehrlichen Preisvergleich. Oder ihr schaut einfach auf GoTools, um den aktuellen Preis zu erfahren. Weil sie sind noch relativ neu und der Preis pendelt sich noch ein. Da würde ich jetzt noch nicht so drauf eingehen. Da würde ich jetzt sagen, das gucken wir uns später mal an. Was aber interessant ist, sind die technischen Daten. Und ich hätte gesagt, die Geräte sind stärker geworden. Und deswegen blende ich euch hier mal die technischen Daten von allen 6 Geräten in dem Fall sogar ein. Und da seht ihr vor allem einen großen Unterschied, und zwar das Drehmoment. Die alten hatten wackere 10 Newtonmeter, die neuen haben 17 Newtonmeter maximales Drehmoment. Beziehungsweise nicht maximal, sondern hartes Drehmoment. Ja? Zusätzlich ist es so, dass wir auch die Drehzahl gesteigert haben. Und ich lese extra ab, damit ich nichts Falsches sage. Wir haben hier früher gehabt, was heißt in den älteren Geräten hatten wir 430 Umdrehungen im ersten Gang. Hier haben wir jetzt 470 Umdrehungen und hier hatten wir 1300, was ich wirklich ein bisschen langsam finde, im zweiten Gang. Und hier haben wir 1600. Von den technischen Daten seht ihr aber, so richtig viel unterscheidet sich eigentlich nicht. Aber lass uns mal auf die Unterschiede schauen zwischen den alten 12 Volt und den neuen 12 Volt Geräten. Und wir fangen mal bei dem TXS an. Und da muss ich sagen, das Update ist schon sehr cool, aber dann doch irgendwie merkwürdig. Cool ist Folgendes, schauen wir uns mal die Größe an. Das ist eine andere Hausnummer. Schaut euch das mal an. Also wir haben wirklich jetzt hier ist das Ganze zu Ende. Dort geht es hier noch ein ganzes Stück weiter. Das heißt, kompakt ist er geworden. Und für alle, die sich mit den Geräten nicht auskennen, alle haben ja einen Wechselbohrfutteraufsatz. Das heißt, ich kann hier noch verschiedene Aufsätze, wie zum Beispiel das hier aufsetzen und so weiter und so fort. Gibt es verschiedene Sets, kommen wir später zu. Aber erst einmal, wie kompakt ist er denn in der kleinsten Form? Und da sehen wir andere Hausnummer. Ja? Warum? Das Drehmoment wird hier nicht mehr physisch übertragen, hier durch das hier, sondern wir haben ein elektronisches Drehmoment, was wir hier hinten einstellen können. Ja? Davon kommt das. Übrigens, wenn ihr das maximale Drehmoment erreicht habt, ist es hier nicht so, dass es hier so rumrattert, sondern ihr bekommt ein kleines Geräusch, so ein Dü-Dü. Und dann wisst ihr, jetzt sind wir an der Grenze und können die nächste Schraube machen. Finde ich eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall kompakt. Vom reinen Handling her ganz schön. Alt gegen neu. Der Neue sitzt gut in der Hand, der Alte eigentlich auch. Was aber ein bisschen verstörend ist, ist Folgendes. Wenn wir uns jetzt mal das Gerät hier angucken und gucken uns den TXS 18 an. Daneben werdet ihr feststellen, was ist denn hier los? Das sieht
annähernd identisch aus. Und wenn ich jetzt Folgendes mache, ich will das jetzt hier verdecken, würdest du den Unterschied nicht sehen, solange du nicht die Typenbezeichnung siehst. Auch von oben, rechts, links, unten sehen die absolut identisch aus. Also ich kann wirklich nichts feststellen. Ich würde sogar sagen, die Form kommt aus demselben Presswerk. Ich glaube, das müssen wir noch mal uns untersuchen, weil der hat ja auch mehr Drehmoment. Ich glaube, der hat 22 Drehmoment, so im Dreh, 22 Newtonmeter. Wir schreiben es zur Not nochmal hier hin. Ja, ob ich recht hatte, aber die Geräte sind sich super, super ähnlich vom Aufbau und so weiter. Ja? Dann schauen wir uns jetzt mal den CXS an. Und bei dem Gerät ist es so, also hier den CXS an, und bei dem Gerät ist es so, dass ich in der Vergangenheit ja schon immer mal gesagt habe, ich verstehe diesen Griff nicht. Ja, ihr habt ja einen Griff, da, wo ihr das hier so in die Hand nehmt und das ist mir alles ein bisschen eng, weiß nicht. Und da ist der Standard, ja, dass man sagt, den fässt du gar nicht so an, sondern du benutzt den so, mit einem Finger nach vorne. Ich konnte mich dem noch nie so richtig anschließen. Ich weiß, es gibt manche, die das ganz toll finden. Ich weiß nicht, ich bin nicht der Fan davon. Man muss aber Folgendes wissen, das ist der alte, ja, der ohne 12 am Ende. Den kann ich jetzt in die Hand nehmen und ich könnte den jetzt auch bedienen. So weit, so gut. Beim neuen, ja, beim CXS 12, nee, das geht nicht. Hier ist kein Platz für meine Finger. Also das ist einfach zu klein. Das ist so klein gebaut, dass meine Hand hier nicht mehr reinpasst. Das heißt für diejenigen, die vorher schon gesagt haben, ja, ist ein bisschen klein, aber kann ich so schon benutzen, kein Problem. Das geht bei dem hier nicht mehr. Hier musst du den Finger hier so nach vorne machen und musst hier mit dem Mittelfinger dementsprechend auch den Druck ausüben. Wer das nicht mag, für den ist das falsche Gerät. Das ist ganz wichtig. Ob das jetzt gut ist oder nicht, muss wirklich jeder für sich selbst entscheiden. Meins wäre es auf keinen Fall. Eine andere Neuerung ist das Thema Licht. An beiden ist ja Licht dran und ja, die alten hat natürlich auch Licht, aber die Frage ist, wie lange leuchtet das Licht hinterher? Denn wenn man es ganz normal einstellt, ist es einfach so, dass das Licht nach ein paar Sekunden wieder ausgeht. Das ist bei den alten hier natürlich auch so und kein Problem. Aber manchmal sitzt du da irgendwo und sagst dir so, jetzt ein bisschen Licht wäre schon ganz schön und da sitzt man meistens so, macht man so ein bisschen, guckt, dann geht's aus, drückt nochmal. Das kannst du dir hier jetzt komplett sparen, denn du hast ja eine so eine Taschenlampenfunktion. Du kannst hinten einfach sagen, okay, ich schalte es jetzt einfach auf Leuchten, drückst einmal drauf, das Gerät geht auch einmal an und dann leuchtet es aber dauerhaft. Und zwar so 10, 15 Minuten am Stück, dann geht es aus, ist auch sinnvoll, damit du es nicht vergisst und irgendwann der Akku leer ist. Aber das ist schon ganz cool, sodass du das auch in den Schrank reinstellen kannst, hast du ein bisschen Licht, kannst dich orientieren und kannst dann weiterarbeiten. Das haben natürlich übrigens beide. Ja, ganz klar. Das ist ein großer Vorteil, weil du es hier hinten an der Drehmomenteinstellung einfach mit einstellen kannst. Ich hatte euch davon gesagt, wir haben hier ein System, wo man verschiedene Aufsätze auf den Schrauber drauf tun kann. Der Klassiker ist hier ein Bohrfutter, könnt ihr hier drauf machen und dann geht das. Und jetzt, was hat denn jetzt gemacht? Richtig, ich habe hier den alten Aufsatz vom alten CXS genommen. Oder TXS sind ja auch kompatibel zueinander. Wichtig ist Folgendes, der Winkelaufsatz für den alten 12 Volt, der passt nicht mehr. Ganz einfach, weil das Gerät ist einfach zu kurz, es hält dort nicht mehr. Wir machen mal Folgendes und blenden euch jetzt hier an der Seite mal ein, welche alten Aufsätze oder welche bestehenden Aufsätze alle kompatibel sind zu genau dem. Und da muss ich sagen, hat Festool schon gute Arbeit geleistet, denn die meisten sind kompatibel. Guter Job. Übrigens, weil ich es eben nicht gesagt habe, viele von den Aufsätzen der 18 Volt Geräte hier sind auch kompatibel. Bitte bedenkt, wenn ihr das Gerät kaufen wollt, ob ihr die ganzen Aufsätze mit dazu haben wollt. In der großen Ausstattung sind alle Aufsätze mit dazu, in der kleinen eben nicht. Und was ich merkwürdig finde, ist, dieser Aufsatz, den hätte ich erwartet in der Basisausstattung, aber auch der fehlt. Was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass der Koffer jetzt so groß geworden ist. Also ihr seht hier den alten Koffer, hier zum neuen, das ist um einiges höher geworden und es gibt keinen kleineren Koffer für den. Und für so ein kleines Gerät, schaut mal, das ist schon ein ganz schön großer Koffer. Übrigens ein Grund für den großen Koffer ist das neue Ladegerät, das braucht etwas mehr Platz und wir haben hier die Möglichkeit, in einer von beiden Versionen haben wir das Sichtfenster mit dem Werkzeug unten drunter, braucht auch ein bisschen Platz. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was sagt ihr? Lieber kleiner Koffer oder lieber großer Koffer? Bleibt das Thema Kraft. Hier ist es so, dass die Alten ja häufig den Kritikpunkt hatten, dass sie vielen zu schwach waren. Man muss ganz klar sagen, sie sind dafür gemacht, um zum Beispiel beim Küchenbauer etwas zusammenzuschrauben. Dafür sind die stark genug, um kleinere Schrauben auch zu schrauben. Wenn man so normale Schrauben hat, kann ich 4,5 mal 50 oder ähnliches. Das können die Geräte ohne Frage. Das können die neuen natürlich genauso. Ja? Wir haben ja aber 7 Newtonmeter mehr und haben gesagt, wir wollen es halt mal wissen. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben einfach mal diese Schraube genommen und haben gesagt, schafft
er diese Schraube. Und das ist die Standardschraube, mit dem wir eigentlich unsere 12 Volt Geräte testen. Das ist eine 10 x 380, also 10 mm mal 380 mm, 38 cm lang. Und das ist die normale Schraube, die zum Beispiel ein Makita 333 oder von Bosch ein GSR 12V35 auf jeden Fall normal ins Holz reingetrieben bekommt. Und hier muss man ganz klar sagen, hier seht ihr auch die Aufnahmen, das schaffen die beiden nicht. Sie sind also rein logisch, ich meine, das sagt ja auch schon 17 Newtonmeter, sie sind schwächer als die anderen Geräte anderer Hersteller. Jetzt muss man aber sagen, dafür sind die Geräte auch nicht gemacht. Sie sind dafür da, um eben sehr gute 12 Volt Geräte zu sein, als Wechselaufsatzgeräte zu sein, die in ihrem bestimmten Einsatzzweck genau und perfekt funktionieren. Und das werden sie auch, und das ist auch wieder so. Für diejenigen, die das stärkste, größte 12 Volt Monster haben wollen, war Festool noch nie das richtige Gerät. Da würde ich mich aber sehr interessieren, was sagt ihr denn dazu? Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr sagt, nee, also die finde ich eigentlich ganz cool und ich möchte sie aber stärker haben, oder eigentlich reicht das und das ist so wirklich perfekt. Ich finde in Summe cooler Schritt in die richtige Richtung. Ich persönlich mag die Kompatibilität von einem 18 Volt Akku. Das sind so Kleinigkeiten, aber die für mich einen großen Unterschied machen. Und ich mag auch die elektronische Drehmomentregelung, die wir haben. Ja. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen, außer wir werden sie im Auge behalten. Wir werden sie weiter testen. Und für euch ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.